Ich bin der Florian Werner von der Firma GroPA. Ich bin eigentlich hauptsächlich im Audiobereich tätig, aber auch Projektleitung. Und hier bin ich für den Bereich Beschallung zuständig. Wir sind in Braunschweig in der Volkswagenhalle. Pop meets Classic ist das Motto. Eine Veranstaltung, die bereits seit 16 Jahren existiert. Wir sind erst im zweiten Jahr dabei, haben letztes Jahr das erste Mal Beschallung gemacht und dieses Jahr gehen wir einen Schritt weiter. Mein Name ist Tobias Huwe, ich bin Prokurist bei Undercover und leite die Abteilung Events, Shows und Festivals sowie das Production Management Team. Bei der Veranstaltung Pop Meets Classic bin ich als Produktionsleiter seit 10 Jahren im Einsatz und freue mich, dass wir mit dem Team eine Veranstaltung über die letzten 16 Jahre geschaffen haben, die in meiner Meinung sehr, sehr besonders ist. Pop Meets Classic ist ein Crossover-Projekt, was wir mittlerweile zum 16. Mal in Braunschweig in der Volkswagenhalle veranstalten und produzieren. Da haben wir wahnsinnig viele Akteure auf der Bühne, was das Crossover-Projekt in unseren Augen sehr auszeichnet. Crossover heißt nämlich bei uns 180 Akteure auf der Bühne im Einsatz zu haben. Das Staatsorchester Braunschweig, die Pop Meets Classic Band unter der Leitung von Christian Eitner, unserem künstlerischen Leiter. Und wir bauen eine Plattform für ziemlich viele regionale Pop- und Rock-KünstlerInnen, die hier in der großen Arena eine Bühne und eine Plattform finden sollen. Das Besondere an dieser PA, die wir diesmal verwenden, ist, wir benutzen ein immersives System. ELISA von L-Acoustics ist das Stichwort. Immersiv bedeutet, dass man nicht nur versucht, sondern es auch sehr gut hinbekommt, das Ereignis, was auf der Bühne stattfindet, natürlich zu verstärken. Und zwar so, dass man, anders als man es bei links-rechts kennt, nicht nur ein paar Plätze im Publikum mit sehr gutem Sound versorgt, sondern nahezu die gesamte Fläche. Das ELISA-System besteht hier aus komplett Kara, 15 Systeme, keine Extensions, nur Fill nach außen, um die Außenbereiche abzudecken. Ziemlich viele X8en vorne auf der Bühnenkante für den Spatial Fill, damit die ersten Reihen auch immersiv Erfahrungen erleben können. Und natürlich ein paar Subwoofer, um das Low-End zu erweitern. Wir haben in Summe hier knappe 180 Kanäle, die wir irgendwie auf die PA bringen müssen. Zuspieler, Orchester, Band, alles Mögliche. Wir haben vorne 2 Mischpulte stehen, in diesem Fall 2x SD7. Eins für Band, Sänger, Gäste, eins für Orchester, Chor. Und dann gibt es noch ein Mischpult am Monitorplatz. Ich gehe mal kurz auf die FOH-Situation ein. Hier haben wir die vermeintliche Limitierung, dass ein ELISA-Prozessor 96 Objekte aufnehmen kann und platzieren kann. Da wir diese Zahl leicht überschritten haben, machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir benutzen 2 Prozessoren. Das Orchester spielt in einen Prozessor rein, hat seine 96 Objekte zur Verfügung, spielt das Ganze aus, gibt es in den zweiten Prozessor rein. Da reduziert sich die Kanalanzahl um 5, weil das Hauptsystem aus 5 Systemen besteht. Und die restlichen Kanäle werden von Band, Zuspielern und Ähnliches aufgefüttert und werden von dem Prozessor der Band dann aufs Hauptsystem rausgegeben. Monitor kriegt auch alle Signale, zusätzlich aber aus dem Orchesterpult vorgemischte Gruppen für Violin, Celli, damit er da nicht alle Instrumente auf die Monitorwege geben muss, weil wir da in Summe 32 Monitorwege haben, was auch schon relativ viel ist für einen Mann. Genau, geteilt auf Wedges X8, X12, X15. Wir benutzen wirklich alles hier an den verschiedenen Positionen. Und natürlich PSM 1000 Schuhe in ihr, auch nochmal 16 Strecken, diverses anderes. Ein Riesenvorteil ist natürlich, dass wir die PA, die große PA, die man normalerweise bei so einer Veranstaltung braucht, links und rechts in der Höhe massiv reduzieren können. Das Ganze hängt relativ weit oben, was der Ortung keinen Abbruch tut. Das funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Aber wir haben eine freie Sichtlinie. Das heißt, die komplette Bühnenbreite ist nicht durchbrochen von Lautsprechern, die links und rechts hängen. Und das gibt der Lichtwelt, Video haben wir in diesem Fall nicht, einen immensen Platz. Und wenn man Fotos von vorne sieht, da ist es schon beeindruckend, wenn wirklich die gesamte Kurve hinter einer Bühne mit Scheinwerfern einfach in der Lage ist, eine Szene darzustellen.
Das ist normalerweise halt nicht möglich, weil die Lautsprecher da hängen. Was sich hier viel bewegt, sind die Sänger bei so einer Pop-Meets-Classic-Geschichte, die natürlich die ganz normale Rock'n'Roll-Bühne, die es für sie ist, ausnutzt, und zwar auf der gesamten Breite. Die schieben wir jetzt nicht manuell hin und her, sondern wir tracken sie einfach. Wir hängen uns da an das SEC-Track-System an, was hier auch für die Beleuchtung mit benutzt wird. Oder dafür wurde es eigentlich mal geplant, weil wir mit Elisa ein bisschen später ins Boot gekommen sind. Aber der Riesenvorteil ist, dass ich mit Elisa mir die SEC-Track-Daten nehmen kann und mit Eingeben einer ID-Nummer sofort das Objekt tracken kann. Und dann läuft Audio mit der Bewegung synchron. Ich kann als Produktionsleiter und Vertreter des Konzertveranstalters sagen, dass wir wahnsinnig beeindruckt davon sind, wie kleinteilig das Orchester und alle von den vielen Beteiligten auf der Bühne zu hören sind. Das war für uns, als wir die Anfrage erhalten haben, das hier einsetzen zu können oder einsetzen zu wollen, eines der logischen Schlussfolgerungen, dass es bei Pop Meets Classic eigentlich zum besten Einsatz kommen kann. Warum? Weil wir viel zu viele Menschen auf der Bühne haben und weil wir daran glauben, dass die Gäste in der Arena mal was anderes erleben sollten. Wir haben eine sehr, sehr gute Crew, wir haben sehr, sehr erfahrene Menschen, die im Tournee- und Arena-Business ihr Zuhause finden und gefunden haben, die uns da ganz gut beraten und uns sagen, wo man vielleicht im Test die Finger von lassen sollte, wo vielleicht nicht. Das war hier relativ einfach in der Entscheidungsfindung, denn es kam relativ schnell von unseren Operatoren am Front of House das Zeichen, dass wir das unbedingt mal austesten sollten. Warum? Weil wir uns natürlich in der Rolle, die wir da von der Undercover-Seite bei Pop Meets Classic erfüllen, den Leuten, die im Publikum sitzen, auch echt immer was anderes bieten wollen. Es ist irgendwann schwer, sich zum 16. Mal immer mal wieder neu zu erfinden. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahr mit diesem Schritt einen sehr, sehr großen Schritt in die richtige Richtung machen. Den Menschen die Erlebnisse, die sie ohnehin im ganzen Leben in Meinung immersiv erleben, da nochmal das auch in die Konzertumgebung zu bringen. Das ist, glaube ich, ein sinnvoller und guter Schritt. Der Klang von Elisa, und ich spreche jetzt nicht von Immersiv insgesamt, sondern hier wirklich speziell von Elisa, weil das ist das System, mit dem ich mich auch auskenne, was ich benutze, ist für Leute wie mich, die das seit über 20 Jahren mit Lautsprechern, die vorne irgendwo hängen und irgendwas transportieren müssen, machen, ein kurzes Umdenken nötig. Man muss das Gehirn kurz darauf trainieren, nicht zum Lautsprecher zu gucken und aus dieser Denke rauszukommen, dass dieser eine Lautsprecher alles genau so wiedergeben muss, wie es reinschickt. Weil das immersive System aufgrund der horizontalen Auflösung und Platzierung der Objekte auf der Bühne und dementsprechend auch im Beschallungssystem es wirklich ermöglicht, dass das Publikum die Geigen wirklich von hier hört und die Shelly von hier hört. Und zwar egal, wo ich vorne stehe. Normalerweise ist es so, dass man immer beides aus beiden Seiten gehört hat, weil natürlich das ganze Publikum die Information irgendwie erlangen muss. Ist man dann rausgegangen, hat man mit einmal den Lautsprecher gehört, aber den Bezug zur Schallquelle auf der Bühne verloren. Jetzt geht man vor der Bühne längs und der Bezug, wenn man sich auf die Geigen konzentriert, bleibt bei den Geigen, egal wo man vor der PA steht. Und das ist was ich ja selbst auch schon oft erklärt habe und versucht habe, mit Worten Leuten beizubringen. Aber jedes Mal, wenn die PA dann wirklich an ist und man das live erfährt, ist es was völlig anderes als das, was man vorher versucht hat, mit Worten zu erklären. Das kann man eigentlich nur hören. Also ich kann jedem empfehlen, nein, ich muss die Leute dazu drängen, ihr müsst euch das anhören. Das kann man mit Worten nicht erklären. Das wird bei den anderen immersiven Systemen wahrscheinlich genauso sein oder dass man das auf jeden Fall hören muss. Aber bei Elisa, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Ihr versteht das System erst dann, wenn ihr es wirklich gehört habt. Der Stellenwert in der Zukunft für immersive Beschallungssysteme wird auf jeden Fall nach oben gehen. Es wird eine Zeit brauchen, weil ich komme ja aus Hamburg weg und
Da sagt man so, was der Bur nicht kennt, der Freder nicht. Und genauso ist es auch. Die Leute müssen das erst verstehen. Also als erstes muss es bei den Menschen ankommen, dass dieser andere Aufbau von Lautsprechern was völlig anderes bietet. Die ganze Entwicklung wurde vor vielen Jahrzehnten auch schon bei Stereo gemacht. Und das müssen die Leute erst kennenlernen. Ich glaube, im normalen Konsumerbereich, nenne ich das jetzt mal, das habe ich ja nur auch live miterlebt, Anfang der 90er Surround überhaupt gar kein Thema. Heutzutage ist 5.1 ein lächerlicher Standard, der eigentlich überall etabliert ist. Und das wird irgendwann bei Immersive Audio auch so sein, in der Beschallung für Großevents, aber auch für kleine Pressekonferenzen oder ähnliches. Da das System super skalierbar ist, kann man das halt auch da einsetzen. Und die Verknüpfung des Auges mit dem Schall, das ist halt der ganze Punkt. Aber das müssen Leute erst, glaube ich, ein bisschen lernen. Mit der Erfahrung auch von mehreren Veranstaltungen, die ich mittlerweile damit gemacht habe, ist es so, dass sowohl Veranstalter als auch das Publikum argwöhnisch reagieren, wenn man nach ELISA wieder auf Stereo zurückgeht. Das merken die Leute. Das merken die Leute vor der Bühne, das merken die Leute auf der Bühne und natürlich merken die Veranstalter das auch, weil da kommen die Rückmeldungen an. Ich glaube nicht, dass Veranstaltungen, die einmal auf ELISA gegangen sind, wieder zurückgehen auf Stereo. Wage ich zu bezweifeln.